ihr Schmerzen. Befreut euch ihr Herzen. Entweichet ihr Schmerzen. Christ wird erscheinen. Tolles Moment. Jesus erscheint. Aber die Emotionen, die in Bachs Musik kommen, sind so ungewöhnlich. Richtig so ungewöhnlich, dass immer das Herz erreicht wird. Jesus erscheinet, uns Friede zu geben. Es sollen doch Tränen sein im Auge bei so ein Stück. Uns Friede zu geben, Jesus berufet. Jesus berufet uns, mit ihm zu leben. Täglich wird seine Barmherzigkeit neu. Jesus erscheinet, uns Friede zu geben. Jesus berufet uns, mit ihm zu leben. Täglich wird seine Barmherzigkeit neu. Man fühlt sich bei Bach zu Hause, das fühlt man doch, und man fühlt immer doch sein strenger Auge. Bach könnte sehr streng schauen, da sieht man auf die Porträts. Anscheinend war er ein netter Mann und auch einer, mit dem man gut ein Glas Wein trinken könnte, aber ohnehin, er schaut mit strengen Augen auf sein Gemälden zu uns und man denkt dann immer, wenn man das macht, man muss hier gut musizieren, weil er war ein Genie, versteht nicht, dass ein anderer vielleicht Probleme hat. Diese Duetten sind spektakulär, finde ich. Dieses mit Sopran und Alt im Chor, in Kantate 4, Christlich in Todesbanden, mit die Bläser dazu. Das ist einer der größten Wunder von Bachs Musik, finde ich. Den Tod, den Tod, den Tod. Das geht durch dem Herz, unglaublich durch dem Herz. Welch ein Wunder ist das und welch ein Komplex ist da. Und wenn man den Komplex nicht versteht, egal, man kann doch genießen von der Musik. Aber wenn man den Komplex versteht, man geht tiefer und tiefer, das ist so toll bei Bach. Ich sehe mich selber eigentlich als Student von ihm. Dass ich bei Bach Unterricht hatte, nicht nur in Cembalo-Spiel, in Orgelspiel, aber auch in Komponieren. Aber wenn man seriöse Musik macht, soll man versuchen zu finden, was da essentiell ist. Und ist es sehr trocken? Ist es das Herz erreichen? Ist es fröhlich? So soll man sich finden. Und ja, das geht von selber. Bachs Musik ist so ansteckend, dass man sofort das mitmacht. Und ja, darum ist es für mich Nummer 1 in der ganzen Musikgeschichte. Ich bin Organist, das heißt, man kann improvisieren. Und ich habe natürlich so viel Musik von Bach gespielt, dass man die Musik irgendwo auch diese Harmonien kennt. Man ist nur nicht so fähig wie Bach und hat natürlich viel weniger Erfahrung.
Ich denke, Bach hat ein Rezitativ in 5 Minuten geschrieben oder ein Choral oder so. Da würden wir Stunden brauchen und nicht das gleiche Effekt und Niveau bekommen. Ich hoffe, dass Bach mit seinem strengen Blick sagen wird, wenn ich ihn im Himmel sehe, du hast dich bemüht um meine Musik. Danke dafür. Und die Arbeit war nicht schlecht. Ich glaube, bei Bach nicht schlecht ist sehr positiv. Ich bin nicht der Diktator, der sagt, so soll es sein. Ich versuche, Leute zu überreden. Und wenn man überredet, gewinnt man und man verliert etwas. Aber immer kommt etwas Besseres daraus. Wir Studenten und Lehrer haben alle gesucht. Wir wussten nicht genau, was wir gesucht haben, aber der Stein der Weisen, hat einer mal gesagt. Wir haben versucht zu verstehen. Wir haben vieles gelesen und immer mal wieder über andere Subjekte gelesen. Wie ist es mit Artikulierung? Wie ist es mit Vibrato? Wie ist es mit Stimmhöhe? Wie ist es mit Temperatur? Wie ist es mit die Triller? Und so weiter. Und immer mal wieder kommen Leute zu dir, noch immer, und sagen dann, aber wie ist es damit? Und es ist einfach zu sagen, es ist so, aber es ist vielfältiger. Mach Abwechslung dabei und denk immer, die Verzierungen sollen helfen, eine Phrase zu machen. Und so oft sind die Triller nur wie Mücken in der Nacht, wenn das Fenster offen ist mit Licht an und man wird gestört die ganze Zeit. Aber man kann mit Triller so viel machen. Ich würde sagen, die heutigen Studenten, die in der Hochschule alles über Aufführungspraxis lernen, die denken manchmal auch, wir wissen alles schon. Und ich denke, das Gute von den älteren Kollegen ist, dass wir sagen, wir wissen alles noch nicht. En dan kun je nog twijfelen over de harmonieën, want Bach schreef geen harmonieën erbij. Dus de harmonieën moet je als speler zelf bedenken. Bijvoorbeeld. Of. Es wäre gut, dass die auch selber ihre Untersuchungen machen, weil die Renaissance, die es mit Aufführungspraxis gegeben hat in meiner Generation und noch weitergeht, ich sehe nur wenig junge Musiker, die das übernehmen. Und wir brauchen einfach, dass es weitergeführt wird. Dass man auch die junge Generation sieht, wir haben sicher Fehler gemacht. Und dass die uns kontrollieren und nicht sagen, oh, das ist Blödsinn, was die alle gemacht haben.
die jungen Kollegen haben natürlich alle Computers, wo fast alle Quellen zu finden sind. Aber das in der Hand haben ist schon etwas. Darum habe ich viele originelle Quellen einfach. Und hier im Bach gibt es auch toll, so ein Bach-Autograph in der Hand zu haben. Wenn man sieht, zum Beispiel, wenn ich blättere, ist sofort Papier dazwischen, um zu sorgen, dass der Ink nicht weiter durchdrückt. Weil das hat man bei vielen Bach-Autographen gehabt, dass Bach vielleicht zu billiges Papier oder der Ink war zu schlecht oder was auch, oder beide. Man fühlt hier, das ist starkes Papier, ist ein Autograph aus der frühen Zeit und es heißt Quodlibet, weil die singen alle Nonsenstexte. Es geht über nichts und die haben sicher in ein Familienzusammenkommen von der Bach-Familie Spaß gehabt und etwas Nonsens gesungen. Ja, hier ist die Stelle von der Imitation von der Priester. Das ist hier. Eine Zeile und dann geht es wieder weiter mit anderen Nonsens. Ich mache hier zum Beispiel mit meiner jüngsten Tochter ein Programm, wo ich auf der Orgel Scarlatti, Bach, Buxtehude, noch ein Holländer. Und das wird gemacht und während des Spielen wird aktiert. So, meine Tochter und ein Tänzer haben große Fun miteinander und rennen durch das Publikum. Die Kinder brauchen noch nicht still zu sein, aber am guten Moment bringt sie die Kinder wieder still. Und sie spielt auf eine Flöte. Das ist schon, ich vergesse immer danach einzusetzen, weil ich finde das selber so schön. Ich glaube, auf so eine Art kann man Kinder bei der Musik sehen, dass es lustig ist. Dass die Kinder zu mir kommen und sagen, aber meneer, ich fand es auch schön, was Sie gemacht haben. Und ich stehe nicht da, um das zu erwarten, weil meine Tochter macht so mit den Kindern und Selfies und was. Und ich bin nur der Nerd, der Organist. Aber doch, es gibt immer ein paar, die auch die Musik genießen. Mein erstes altes Buch habe ich gekauft, wenn ich zwischen 13 und 14 war. Das war damals, ging das über 20 Mark oder solche Sachen. Das ging noch um kleine Sachen. Und später habe ich gesehen, es geht über Continuumspiel. Ein holländisches Buch über Continuum des 18. Jahrhunderts. Und das lag auf dem Markt und ich sah das. Und ich bin ab dem ersten Moment, dass ich ein altes Buch in meiner Hand gehabt habe, bin ich begeistert von alten Büchern. Und habe dann angefangen, das zu kaufen, zu sammeln. Erst für wenig Geld, später manchmal für ein bisschen zu viel Geld. Zum Beispiel, da ist vieles über Bach. So, das heißt auch, erste Druck von Matthäus Passion ist da. Dann kam diese Möglichkeit, das Orpheus-Institut in Gent,
das ist ein Teil von der Universität, die hatten keine eigene musikalische Bibliothek. Und die könnten auf eins eine Bibliothek, die zugespitzt ist auf Barockmusik, kaufen. Und wie gesagt, ein Teil ist bei mir noch, weil ich benutze das. Ich meine, ich habe ein paar Sachen neu gekauft, auch ein paar alte Sachen wieder neu gekauft, weil die fehlten bei mir wirklich. Ja, Sammeln ist, meine Frau sagt, es ist eine Krankheit und sie hat recht, aber es ist nicht gefährlich. Weil bis nun kenne ich keinen, der das übernommen hat von mir. Ich liebe, was ich tue. Und glücklicherweise meine Frau, mit wem ich schon 49 Jahren zusammen bin, versteht das auch, weil sie Musikerin ist selber. Und auch weiß, dass ich glücklich bin, wenn ich meine Arbeit tue. Und das Arbeit, sie sagt immer, ein Konzert dirigieren, da bist du nicht müde davon. Sie hat auch recht, das ist auch wahr. Und wenn man sagt, ja, ich werde so müde von das und das, ja, dann ist es schwere Arbeit. Früher habe ich so 8 Doppel-Espresso pro Tag getrunken. Und meine Musiker hatten mal Angst dafür, weil wenn ich dann vor dem Konzert, das war noch die Zeit, wenn ich auch Zigarren geraucht habe, die beste Vorbereitung war eine Zigarre und 2 Doppel-Espresso. Und die hatten dann Angst, dass das Tempo wird zu schnell. Oh, du bist ein bisschen schnell, hast du 4 Kaffee getrunken? Und allmählich habe ich etwas weniger Kaffee getrunken und fange nun eigentlich die letzte Zeit immer an mit einem Ristretto, so ein sehr starker Espresso. Und es gibt mal Tage, wo es nur 2 ist, es kann auch Tage, wo 5 sein, aber dann ist es doch damit vorbei. Ich erfahre nicht so, dass mein Kalender so voll ist. Ich meine, natürlich ist es voll, aber alles, was ich tue, ist eigentlich, was ich gerne mache. Und dann ist es keine Arbeit. Es ist auch Arbeit natürlich, aber ich freue mich, was ich tun kann, was ich tun darf. Und immer mal wieder hat man doch Zeit zu lesen. Ich habe doch in diese Tage, obwohl es volle Tage war, doch immer gelesen. Und man findet Zeit, wenn man will. Und ich kann auch empfehlen, mal unglaublich faul sein und mal rumhängen und denken, ja, Arbeit kommt mal später. So, man muss arbeiten für sein tägliches Brot und wenn man das tägliche Brot auf so eine angenehme Art verdient, ist man ein glücklicher Mensch.